Hallo Jens, schön dich zu sehen und ich freue mich heute hier im Elektroniklabor zu sein. Ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir, weil ich weiß, dass du schon über 16 Jahre bei DMT bist. Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, wie du hier angefangen hast und wie das Unternehmen deiner Meinung nach sich verändert hat über die ganzen Jahre? Ja, hallo Nathalie. Ich habe vor 16 Jahren als Werkstudent bei der DMT begonnen, damals noch in der Abteilung Maschinendiagnose, als reiner Entwickler für Elektronik und Hardware. Ich hatte damals das Gefühl, dass die DMT noch sehr, sehr bergbaulastig ist, angekoppelt an, sage ich mal, den nationalen Bergbau, Rohrkohle AG und ähnliches. Das Unternehmen hat sich dann gewandelt und da konnte ich einfach meine Expertise als Elektroniker, als gelernter Elektroniker sehr, sehr gut einfließen lassen und mache heute Produkte aus dem Geomesssystembereich. Ja, schön. Und dann auch in deinem Arbeitsbereich hat sich dann wahrscheinlich viel verändert. Also deine Aufgaben sind jetzt anders. Du hast gesagt, du hast damals als Werkstudent angefangen, bist aber jetzt Teamleiter und auch Produktmanager für die GMS-Systeme. Was heißt das aber genau? Was machst du hier und wie sieht dein Alltag aus? Ich habe ja jahrelang, sage ich mal, selber die Produkte entwickelt und bin dann ein bisschen mehr in den Bereich auch Management eingestiegen, wo es einfach darum geht, die Schnittstelle zu schaffen zwischen dem Kunden, dem Vertrieb und auch unseren Entwicklern, die ja dafür sorgen, dass unsere Produkte auch in Zukunft Erfolg haben werden. Und dieser Job hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, weil man kann so die Eindrücke des Kunden aufnehmen, was möchte der Kunde, wo will der hin, wo geht seine Dienstleistung hin und das portieren auf das Produkt, was man hier entwickelt. Und wie ist dann halt die Mischung dann aus technischen Arbeit und Management-Tätigkeiten? Ja, ich sag mal, als Produktmanager ist man sehr, sehr nah dran, natürlich noch an der Technik, das ist das Schöne, was ich auch liebe an meinem Job. Auf der anderen Seite hat man natürlich aber auch den Kundenkontakt und kann dort den Kunden helfen, ihre Projekte zu verwirklichen. Heißt das denn für deinen Job, dass du auch viel unterwegs bist? Also musst du dann auch die Kunden im Ausland besuchen? Weil ich weiß, die GMS-Systeme werden weltweit verkauft und auch eingesetzt. Ja, wir machen den Vertrieb im Prinzip über ein Händlernetz, was weltweit aufgestellt ist. Das heißt, wir machen keinen Direktvertrieb, sondern wir lassen unsere Produkte von Händlern vor Ort vertreiben. Ist in der Vergangenheit auch sehr, sehr häufig mit Reisetätigkeiten verbunden gewesen. Ich hatte damals noch keine Familie, konnte viel unterwegs sein, habe es auch genossen, direkt die Kunden vor Ort zu treffen. Das Training mit denen zu machen, denen das Produkt nahe zu bringen, einfach zu zeigen, was kann das Produkt und wie können die dann ihre Dienstleistung optimal, sage ich mal, auch für den ihre Kunden anbieten. Verstehe. Ja, du sagst Familie. Ich weiß, dass du 2 kleine Kinder hast. Wie klappt das dann mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Bekommst du dann auch Unterstützung hier vom Arbeitgeber? Ja, ich glaube, der Arbeitgeber hat da ein sehr, sehr gutes Gespür für und auch das kommt eigentlich hauptsächlich auch durch die Führungskräfte. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich da sehr, sehr gut unterstützt wurde, sowohl meine privaten Ziele als auch die beruflichen Ziele sozusagen beide gleichwertig erreichen zu können. Dazu gehört, dass man so ein bisschen auch darauf achtet, dass man flexible Arbeitszeiten haben kann, dass man auch vielleicht Freiräume eingeräumt kriegt, um sich um seine Kinder zu kümmern, um auch die Anliegen der Kinder erfüllen zu können. Das hat eigentlich immer bisher in der Vergangenheit gut geklappt und es ist ein Thema, was natürlich auch die Führungskräfte hier ihren Mitarbeitern sozusagen zur Verfügung stellen. Das ist schön. Und gibt es andere Vorteile, in so einem Großkonzern wie TÜV Nord zu arbeiten? Wir haben auch Projekte, sage ich mal, mit anderen TÜV-Gesellschaften, wo wir Messtechnik im Prinzip entwickeln und die TÜV-Gesellschaft ihr Know-how mit einbringt, sodass wir im Prinzip digital am Ende ein Produktportfolio haben, was man dann dem Endkunden auch anbieten kann. Sehr schön. Und hast du eigentlich ein Lieblingsprodukt oder Messsystem? Gerade aktuell haben wir ein Produkt in der Entwicklung oder in der Endphase der Entwicklung, das nennt sich VIP 3D. Da zielen wir so ein bisschen ab auf diesen IoT-Markt, wo wir einfach einen digitalen Sensor haben, den wir zum Kunden bringen, der dort eine Messaufgabe erfüllt. Und das sind dann immer so kleine, nette Geräte. Okay. In dem Fall ist es ein Erschütterungssensor. Wir setzen es auf Windkraftanlagen zum Beispiel ein, um Turmschwingungen zu messen, um auch da, sage ich mal, die Turmbelastung einerseits zu registrieren, auf der anderen Seite auch Nachhaltigkeit zu schaffen, indem ich sozusagen das Optimale aus dieser Windkraftanlage rausholen kann. Das machen wir zusammen mit dem TÜV, wo der TÜV seine Expertise im Bereich dieser Turmstruktur einbringt und wir im Prinzip die Messtechnik zur Verfügung stellen, um die Daten auch über die komplette Lebenszeit des Turms erfassen zu können. Und ist dein Team komplett oder sucht ihr noch qualifizierte Leute?
Ja, ich glaube, man kann ein Team nicht wirklich als komplett bezeichnen, weil man hat ja auch immer einen Wandel, man möchte neue Leute reinbekommen, die einfach innovativ sind und Produkte nach vorne bringen. Dann wäre das jetzt eine gute Chance für dich. Da ist die Kamera. Welche Persönlichkeiten würdest du dir wünschen als Bewerber und was müssen die mitbringen? Ja, ich glaube, was wir suchen, sind immer Leute, die sehr, sehr innovativ sind, die aus Universitäten kommen, die vielleicht auch schon Berufserfahrung ein bisschen mitbringen aus den Bereichen Elektrotechnik und Mechanik. Gerade jetzt für den Bereich Geomesssysteme, also für die Produktentwicklung, die auch gerne, sage ich mal, mit Kunden agieren, die international unterwegs sind und unsere Produkte im Prinzip nach vorne bringen können. Super. Vielen Dank für deine Zeit, Jens. Ja, danke, Nathalie. Dir auch.